So, es ist wieder Zeit. Nach so vielen Modellauto-Ankünften von den letzten Wochen, eine habe ich noch oben, also es sind noch nicht mal alle geöffnet, die Pakete, muss ja natürlich auch mal wieder ein Schlachtfest kommen. Ne? Es sind so viele Modellautos gekommen, um mal Herr der Lage zu werden, muss ich auch ab und zu mal so ein Schlachtfest machen wie diesen hier. So, folgende Kandidaten haben sich für das heutige Schlachtfest angemeldet. Ein BMW 7er von Kyosho, ein SL von Mini-Champs, ein BMW M5 E60 von Maestro, Porsche Boxster Concept Car von Maestro, eine Viper von Burago im Maßstab 1:24, ein Golf 1 GTI von Norev, ein Morgan Aero von Maestro, ein Lancia Delta Integrale von Sunstar, ein VW Caddy von Solido, ein Golf 2 GTI von Norev, eine Viper GTS von Burago, ein Ford Transit von Ixo und ein Porsche 906 Coupé GT2 von Norev. Diese Modelle werden jetzt gleich im Schnelldurchlauf zerlegt. Meistens sind vom Golf 2, Golf 1, vom Caddy und vom Porsche habe ich schon so viele Videos gemacht, da lohnt sich jetzt kein eigenes Video mehr zu machen und deswegen kommen die jetzt hier im Schlachtfest. Teile sind schon nahezu komplett ausverkauft, genauso auch wie vom Caddy. Und deswegen muss ich halt wieder nachfüllen und da lohnt sich jetzt nicht extra ein eigenes Video zu machen. Lohnt sich nicht. Und wenn ihr wollt, ein Modell zu sehen, hier den Golf 1, dann gebt bei mir meinen Channel ein, Golf 1, und dann werdet ihr schon mindestens 10 Videos mit dem Modell finden. So, wie gesagt, das geht jetzt gleich im Schnelldurchlauf über die Schlachtbank. Und dann habe ich ein bisschen wieder Platz. Aber ich sage euch jetzt schon mal, das nächste Schlachtfest dauert auch schon nicht mehr lang. So, wie gesagt, wird im Schnelldurchlauf zerlegt. Ohne großartig zu erklären, aber das kennt ihr inzwischen schon, ist ja nicht das erste Schlachtfest. Danke fürs Zugucken schon mal. Viel Spaß. So, erstes Schlachtfest. Erstes Schlachtfest in diesem Monat, glaube ich sogar, da? Oder der zweite, keine Ahnung. Ja, dieses Mercedes 500 SL Wrack von Mini Champs, der ist schon komplett geschlachtet worden vom Vorbesitzer. Und ich habe jetzt nur noch die Reste hier. Mal gucken, was hier man noch verwerten kann. Auch alles kaputt. Unterboden. Hier wurde schon ein bisschen rumgesägt. Also weg. Das ist auch Schrott. Innenleben ist auch weg. Das wird ein kurzes Video werden. Türverkleidung. Sieht noch gut aus. Scharnier fehlt aber. Motorhaube, Stern fehlt. Schade. Scheibenrahmen gebrochen. Aber ich tue das mal als B-Ware rein, vielleicht kann auch einer von euch den gebrauchen. So. Was haben wir hier? Kofferraum. Preislich ist dieses Modellauto relativ hoch angesiedelt. Relativ hoch. Für so ein Mini-Champs der ersten Generationen, oder sagen wir die Generation, als sie noch richtig gut waren, bewegt er sich so im preislichen Rahmen so zwischen 50 und 150 Euro, je nachdem welche Farbe, Black Series oder verpackt oder nicht. Das ist halt alles nur davon abhängig. Und so, die Rohkarosse geht auf Altmetall. Die wird nicht mehr verwertet. Die wird nur noch als Altmetall verwertet, sagen wir mal so. Das Scharnier hängt fest. Scharnier ab. Hier ist noch was vom Dach, vom Vario-Dach. Uno, dos. Ja, dann sind wir auch schon fertig mit dem ersten Modell. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist halt das Schlachtfest, ne? Hier kommen halt die ganzen Modelle dran, wo ich nicht mehr viel ausbauen kann oder zu schrottig sind, um die auch noch aufzubewahren und. Halt die ganzen Modelle, wo sich das nicht mehr lohnt, ein eigenes Video zu machen. Ne? Hier, guck mal, 2 Minuten, davon habe ich 1 Minute gelabert. Und der ist jetzt schon durch. Ich mache jetzt nur noch das Scharnier ab, das kommt jetzt gleich mit der Türe zusammen. Ach, komm jetzt, Mann! Halt mich jetzt nicht auf mit so einer doofen Schraube. So, der geht in den Schrott, das geht in den Verkauf und wir gehen zum nächsten Video.
So, auf geht's in die nächste Runde des Schlachtfestes. Wir haben jetzt hier den Dodge Viper RT10 von Burago im Maßstab 1:24. Auch hier kann ich leider nicht mehr viel retten. Sitze fehlen, Windschutzscheibe fehlt, Rücklicht fehlt zum Teil. Also hier ist nicht mehr viel zu holen. Aber die Nachfrage nach 1:24 Teilen wächst stetig. Und ich muss natürlich die Leute jetzt auch mal langsam mal glücklich machen. Ich habe 1:24 lang genug ignoriert. Und jetzt kommen sie. So. Bei den meisten 1:24er nutze ich halt kein Video zu machen, weil die halt mit wenigen Handgriffen halt schon komplett zerlegt sind. Seht ihr? Aber tun wir mit. Ja, die Innenausstattung ist leider Fratze, aber die Aufhängung ist noch ganz gut, also kann das noch weiterleben. Na komm. Motor, Felgen. Das Schöne an Burago, man kann die mal so abziehen. So, Achse hinten ist auch noch in Ordnung, kann man auch noch verwerten. So. Jetzt kommt die Motorhaube dran. Opa. Keine Lackschäden, perfekt, weiter geht's. Die Aufhängung hier vorne ist auch noch intakt, die darf auch noch weiterleben. Oh, Nebelscheibe fällt ab. Auch der einzige. Weg damit. Türspiegel ist noch dran. Die Rohkarosse geht auch hier in den Altmetall. Guck mal, der Kofferraumdeckel geht gar nicht auf. Lackschäden, hat eh Lackschäden. Scheinwischer sind auch noch dran. Aufhängungen sind auch noch ganz. Also noch brauchbar. So, sind wir auch schon fast fertig und heute geht es echt zügig. Gott sei Dank. 13 Modellautos stehen heute an zum Verschrotten. 13. Okay, wir sind jetzt sind es noch 11. 2 sind ja schon hops gegangen. Ja, 3 Minuten. So muss das sein. Schlachtfest. Preislich muss ich nicht viel sagen. Bewegen die sich im ganz unteren Bereich zwischen 0 Euro bis 5 Euro. Bei 5 Euro kriegt man schon original verpackte Modelle. Also, naja, ihr wisst schon. Es geht weiter. So, manchmal kriege ich auch Modellautos wie dieser hier. Kernschrott. Eigentlich. Hier wurde aber wirklich alles gemacht, um dieses Modellauto zu vernichten. Angeschliffen, Stoßstangen zugespachtelt. Ich glaube, das sollte Tuning werden. Kleberausdunstungen, Schwelle angegammelt oder keine Ahnung, was hier versucht wurde. Ne? Hier fehlen die Scheinwerfergläser, Windschutzscheibe ist mit Farbnebel. Also hier wurde richtig gewütet. Mal gucken, ob ich das noch mit der Windschutzscheibe noch hinbekomme. Hey, wo ist meine Politur hin? Aha, alles klar. Und die Rohkarosse geht hier in die Schrottpresse. Und da gibt es echt keine Rettung mehr. Die ist komplett angeschliffen, teilweise schlecht grundiert und weißt du, guck noch, was diesem armen Kerl hier passiert ist. Der wurde richtig massakriert. Manchmal kriegt man den Farbnebel auch weg mit Politur. Manchmal. Hier kann ich nämlich nicht mehr viel retten. Deswegen versuche ich natürlich jetzt die Windschutzscheibe zu retten, weil die ist für mich als Teilehändler eigentlich relativ lukrativ. Weil die wird ja gern gekauft und oft gekauft, Windschutzscheiben. Klar. Besonders wenn man einen Umzug gemacht hat, wie oft man da schon eine kaputte Windschutzscheibe hatte und man kann sich nicht erklären, wie das alles passieren konnte. Na komm schon.
Geht schon, geht weg, ja. Teserbandrückstände. Mein Gott, was hat man die angetan? Wird besser. Na komm. Fast gerettet. Was man in Autopolitur alles hinbekommt, ja? Angeschliffene Karosserieteile, das kriegt ihr nicht mehr hin. Außer neu lackieren natürlich, ne? Ah, perfekt. Schon fast wieder wie neu. Haha, hinbekommen. Windschutzscheibe ist gerettet. Normalerweise hätte ich die jetzt in die Restekiste geworfen. Aber die ist jetzt wie neu. Cool, ne? Okay, das kann man jetzt hier mit schwarzer Farbe ausbessern. Das war's, ne? Oh. So, haben wir kurz genießt. So. Gucken wir uns das Wrack mal jetzt weiter an. Oh, sogar festgeschraubt, ey. Guck mal hier. Angeklebt. Die Stoßstange. Wahrscheinlich, weil die ganzen Befestigungen abgebrochen sind. Hat derjenige gedacht, komm, scheiß drauf, mache ich das mit Heißkleber fest. Falsche Schrauben drin. Oh oh, eine Schraube löst sich nicht mehr. Der kam jetzt über die Abwrackprämie zu mir. Der Vorbesitzer hat den eingetauscht gegen ein neues Modellauto. Er hat ein ganzes Konvolt an Schrottautos abgegeben. Der SL vorhin, der war auch von ihm. Ob er den so zerlegt hat, weiß ich nicht. Oder vielleicht der Vorbesitzer von ihm. So. Ach, guck hier. Schöner Heißkleber. Also ich gehe mal ein bisschen die Kamera ein bisschen hoch, ein bisschen tiefer, könnt ihr besser sehen. Ja, ganze Stoßstange mit Heißkleber festgemacht. Ja, soweit kann man eigentlich noch die Stoßstange, Achsen, Auspuff, sieht alles noch ganz gut aus, das kann man alles noch verwerten. Die Nieren mache ich mal ab, die, oh, guck mal hier, zugespachtelt. Ich glaube, da sollte mal Tuning werden. Oi, 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 oi. Oh Mann, hier ist auch alles zugeklebt. Oh Mann, oh Mann. Auf der Motor festgeklebt. Und wenigstens hat er es überlebt. Also ich glaube, das Video wird ein bisschen länger. Und ich habe mich schon gefreut. Ach, guck mal, da fehlt ja fast alles. Oh, genau, Stefan hat es auch überlebt. Gurte, alles drin. Perfekt. Kann man noch verwerten. Armaturenbrett wurde auch festgeklebt. Man sieht das, dass es kein Originalkleber ist. Irgendwas fehlt hier. Ah ne, alles klar. Schönes Armaturenbrett. Mit Navi und allem drum und dran. Tja, die Seitenverkleidung kann ich entsorgen.
Da hat der Kleber gewütet. Hier wurde ein bisschen auch rumgeklebt. Leider versaut. Und hier. Das ist auch alles Mist. Ja, ich lasse das mal. Vielleicht kann das jemand noch so gebrauchen. Vielleicht lackiert das einer um oder so. So, Kofferraum ist auch fertig. So. Türen kommen raus. Meistens werden ja die Türen immer wegen den Scharnieren und Türgriffen und Scheiben gekauft. Weil hier ist die Türverkleidung zum Beispiel voll versaut worden. Ja, dient nur noch als B-Ware. Wenn einer eine Tür braucht zum Umlackieren oder was auch immer, ist er mit der Tür ganz gut bedient. Na komm schon. So, Müll. Überall diese Kleberausdunstung. Schrecklich. Kacke, ey, das sollte eigentlich ein kurzes Video werden. Oh, das ist fast 10 Minuten schon. Alles festgeklebt, ne? So, jetzt auch die Türen raus und er ist erfolgreich zerlegt worden. Ah, sehr gut. Oh, guckt dir das mal an, ist das ein Schrott, ey. Mann, Mann, Mann. Das war's für den 7er hier von Kyosho. Der geht jetzt in die Schrottpresse, der Rest geht in den Verkauf. Boah, 9 Minuten 40, ey. So, hier haben wir wieder ein richtiges Wrack, nämlich den Dodge Viper GTS Coupé von Burago. Hier ist fast nichts mehr zu retten. Noch die Türen vielleicht, die Felgen sind von der RT10. Da hat wahrscheinlich der Besitzer gedacht, da komm, ich finde die schöner wie die, naja, ne, wie die Originalen oder was auch immer. So. Guck mal. Hier kann ich jetzt nur noch das ausbauen, was eigentlich noch so akzeptabel ist. Ne? Zum Beispiel haben ja viele hier mal so diese Lackschäden. Hat er ja Gott sei Dank nicht. Unterboden sieht soweit auch noch ganz gut aus. Heckscheibe ist auch mal begehrt, weil die kriegen immer so Haarrisse, weil die halt ordentlich Spannung drauf haben. Innenausstattung ist leider durch. Ja. Komm schon. Seht ihr das? Diese Verfärbung? Das ist Kunststoffpest, sage ich dazu mal. Das ist leider so ausgehärtet quasi von der Sonne, was auch immer, dass es ja so, quasi so wegbröselt. So, Motorhaube. Bisschen aufpolieren und sieht gut aus. Das ist was Altmetall. Oh, echt jetzt. Teil der Aufhängung ist gerade abgebrochen.
Gehen in die Restekiste. Farbe. So. Wir sind auch schon fast fertig mit dem Modell. Der Rohkoroster geht in den Schrott. Da gibt es keine Nachfrage. Mein Gott. Fuckt mein Handy gerade hier ein bisschen ab. So. Ja, hier gibt es ja wirklich nicht mehr viel zu retten. Nach dem BMW gerade eben, ist auch mal gut, ein Modellauto zu haben, was man so schnell zerlegen kann. Zack und zack. Der 7 hat echt aufgehalten. Der F01 von eben. So. So, Tankdeckel noch. Preislich bewegt sich das Modellauto natürlich im unteren Segment zwischen 5 und 25 Euro. Wobei 25 Euro eigentlich schon ein bisschen zu viel ist im Burago. Chrom ist eh schlecht, egal. Weg. So, da sind wir auch schon durch. Also gibt maximal mit Originalverpackung 20 Euro könnt ihr ausgeben, maximal. Er ist ja an sich ein gutes Modellauto, ist ja kein schlechtes Ding. Original verpackt bitte bis zu 20 Euro, ohne Verpackung ja, maximal, aber wirklich maximal 15 Euro. Aber so der Durchschnittswert ist 10er. Also wenn ich so einen bekomme, kostet er meistens immer so um die 10, 12 Euro. Je nachdem welche Farbe und Zustand natürlich. Ne? Original verpackte Modelle können auch bis zu 20 mal kosten, aber das ist eher selten. So, das geht online, der geht in den Schrott und es geht weiter. So, es geht weiter. Wir haben jetzt den Porsche 997 GT2 von Norev, das ist auf der Schlagbank. Ja, der ist halt kaputt. Ne, hier ist die Windschutzscheibe ab. Hier liegt hier, der Spoiler ist abgefallen und ich glaube, der hat sonst noch Gebrauchsspuren. Also eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich nichts Schlimmes. Aha, hier ist er auch kaputt. Ah, okay. Radaufhängung hier vorne ist auch noch defekt. Aber das war es dann auch. Glaube ich auch schon. Aber was willst du machen? Modell wird verschrottet. Teile habe ich nicht mehr so viele online. Komme ich hier nicht an die Schraube dran, Alter. Mein Gott, das stimmt nicht mit dir. Ah, jetzt dreht die sich. Wie viele kleine Schrauben das Ding hier hat, ey. 2, 4, 6, 8. Und hier ist nochmal 2, 10. Meine Güte, ey. Da wollten die mal auf Nummer sicher gehen, mein Norev. Na komm. Das sollte ein kurzes Video werden. Ich habe schon so viele von diesen 997er zerlegt und auch Videos davon gemacht. Ich glaube, der Ring Police war, glaube ich, der letzte, den ich zerlegt habe. Seht ihr? Da ist dieser Stift abgebrochen. Der da. Fehlt. Felgen sehen ganz gut aus. So. Ach komm schon. Ach, hier. Ich habe letztes Mal bei einem Video erzählt, es gibt sogar einen Hersteller, der die Scheinwerfer festgenietet hat. Ja, ich sehe es gerade. Das ist Norev. Hier sind die Scheinwerfer wirklich festgenietet. Sehe ich gerade hier.
So. Mein Gott, wie viele Schrauben. Ah, jetzt habe ich alle Schrauben. Alle, die man vom Motorboden abmachen muss. Geht ja noch gleich noch von innen noch weiter. Komm, aushebel. Komm, hopp, hopp. Von die 100 Schrauben haben mich schon aufgehalten, dann brauchst du mich auch nicht noch aufzuhalten. Jo, noch mehr Schrauben. Oh, das wird ein langes Schlachtfest werden. Entspannt euch, lehnt euch zurück. Genießt mal ein YouTube-Video ohne Corona, ohne Ukraine, ohne keine Ahnung, was für Themen jetzt gerade noch so rumkursieren. Hier geht es mal nur um Modellautos. Und entspannt euch. So. Schönes Lenkrad, ne? Oh, mir sind gerade ein Gaspedal abgebrochen. So, hier eine Ausstattung, sogar schöne Gurte, bisschen staubig, aber noch gut. Der hat sogar leicht getönte Scheiben, sehe ich gerade. So. Auch schön mit Navi und so alles, ne? Herrlich. Herrlich, herrlich. Boah, ist die Schraube fest. Na komm. Das Scharnier ist jetzt auch raus. Kofferraumdeckel. Kofferraum. Oh, 5 Minuten 46. Uiuiui. Wieder zu langsam. Ich muss schneller werden. Es sind noch 2, 4, 6, 8 Autos noch. Wer ein ausführliches Video über dieses Modellauto sehen will, muss in den alten Videos von mir gucken. Da gibt es genug Videos, wo ich Turbos und Cabrios und so ein Gedöns zerlege. Das ist ja im Prinzip eigentlich immer das gleiche, weil Norev, der tut sich nie wirklich viel beim Zerlegen. Also es gibt Videos davon. Deswegen hat er hier auch kein eigenes Video bekommen. Weil es halt sonst auch langweilig wird auf diesem Channel und das will ich ja nicht. Ja, diese Schlachtfeste mache ich ja aus dem Grund, weil sich halt so viel angesammelt hat auf kurzer Zeit. Und das nächste Schlachtfest bereite ich auch schon wieder vor. Da stehen jetzt auch schon wieder, wie viele stehen da? 2, 3, 3 bis jetzt, aber da kommt noch mehr. Ich habe vorhin erst angefangen zu sammeln. 3, 4, 5 Modelle stehen schon fest. Ich sehe das nämlich gerade, weil die um mich herum stehen. So. Ich schon eine Sehenscheinentzündung in den Finger von so vielen Schrauben, ey. Oh mein Gott. Ja, Himmel, scheiß drauf.
So. Noch die Scheinwerfer rausdremeln. Und dann ist dieser hübsche Porsche auch schon wieder Geschichte. So, da kommt der Dremel. Tja, die Nieten wollten nicht so ganz. Deswegen muss ich die ein bisschen aufdremeln. Das Kunststoff drumherum. Aber man kann die noch festmachen. Sonst würde ich das ja nicht machen. Kriegt mir alles um die Ohren, ey. Na? Ja, muss man gleich versuchen. Das Inlet ist weggeflogen. Oh, jetzt muss ich noch die Blinker ausbauen. Ein Blinker. Zweiter Blinker. So, das war's. Porsche 997 GT2 ist verwertet. Und ich hoffe, er wird viele Modellautos noch retten können. Aber der hier hat es jetzt hinter sich. So, 10 Minuten wieder, ey. So, wir haben den Porsche Boxer Concept Car. Einer der mir ältesten Modelle, die ich kenne. Ja, und davon wurden zig Millionen hergestellt, echt. Das ist wirklich so. Ich habe schon keine Ahnung, wie viele Tausende von den Dingern hier schon zerlegt. Und die sterben einfach nicht aus, ne? Die sterben einfach nicht aus, diese Porsche Boxster hier. Preislich bewegen sie sich natürlich im unteren Segment zwischen 0 Euro und 10 Euro. Einige Exemplare gehen auch komischerweise auch für mehr Geld weg. Aber dass dann auch alles mit den rechten Dingen zugeht, da bezweifle ich. Weil der ist einfach nichts wert. Ne? Bei mir kosten original verpackte Modelle schon nur einen Zehner. Ohne Originalverpackung liegen die so auch bei 10 Euro, 5 Euro. So, das geht alles in die Verwertung. Guck mal, der hat sogar Gurte. Gurte. Und das Modellauto ist aus den Anfang der 90ern. Nicht Anfang der 90er, Ende der 90er kam da raus. So 98, 96 herum. Viele Leute fangen auch an, die Dinger hier schon zu restaurieren an. Ich merke das nämlich, weil die Scheinwerfer und die Rücklichter in letzter Zeit und die Spiegel immer sehr schnell ausverkauft sind und die Felgen. Hier kann ich leider die Windschutzscheibe nicht mehr verwerten. Die ist nämlich gebrochen. Und die Felgen fehlen. Rohkarosse geht natürlich in die Schrottpresse, da muss man ja nicht diskutieren. Jetzt versuche ich mal die Spiegel rauszubekommen, ohne dass sie abbrechen. Die Windschutzscheibe erstmal weg, ey. So.
ein Spiegel. Zweite, perfekt. Ja, Nummer Schild. Aber der wird nicht mehr verkauft. Der ist schon voll vergilbt. Lufteinlass geht auch weg. Das war's. Rest ist Schrott. 3 Minuten, ey, geht doch. So, es geht weiter und wir haben den VW Caddy von Solido jetzt hier auf der Schlachtbank. Ich habe erst vor kurzem diesen Custom da zerlegt, dieser getunte. Und davor habe ich auch nicht mal so allzu lange Zeit schon mal einen weißen zerlegt. Und deswegen kommt diese, und die sind alle schon wieder ausverkauft, ne? Und deswegen kommt der jetzt hier ins Schlachtfestmodus. So. Ich habe über dieses Auto schon verdammt viel erzählt. Deswegen bin ich jetzt auch hier ein bisschen ruhiger. Auch noch zu groß. Perfekt. Komm schon. Komm schon, kleine Antenne. Zack, da ist er. Und das noch nicht mal abgebrochen. So, weiter geht's. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Die letzten Videos werden immer alle so lang. Dabei sollte das Schlachtfest eigentlich das Video sein mit den vielen kurzen Videos, ey. Hier, genau, fahr runter. So. Anhängerkupplung, die darf natürlich nicht fehlen. Komm schon. So, die Lippe ist fest. So, jetzt geht es mit den Aufschrauben los. Wer ein ausführliches Video gucken will von diesem Modell, der muss dann halt in meinen alten Videos nachgucken. Da gibt es, glaube ich, insgesamt 2 von dem hier. Oder 3 sogar. Ja, auch hier mit den typischen Bangladesch-Schrauben hier. So. Das Zerlegen eines Solidos ist jetzt natürlich kein Hexenwerk, ne? Geht eigentlich relativ einfach von der Hand. Ja, diese Schlachtfeste müssen ja halt sein. Weil, Leute, wenn ihr meine Rundgänge seht, Schrottplatzrundgänge, dann wisst ihr ja schon, wie viele Modellautos auch noch auf die Schlachtung noch warten. Ist ja alles. Wieso habe ich eigentlich eben die 2 Schrauben unten abgemacht? So, mal wieder dran. Der Unterboden, die Felgen lasse ich als Ganzes. So. Ja, scheiß drauf. Weiter geht's. Ja. Wie einfallslos, ne? Würde jetzt nicht dieses Muster sein, wäre das echt eine scheiß Innenausstattung. Bei dem Modell gehen ja auch nur die Türen auf, aber das wisst ihr alles schon. Ist ja nichts Neues. Komm schon. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht den Spiegel aus der abknipse. Oder abbreche, besser gesagt.
So. Normalerweise müsste ich das jetzt hier aufdrehen. Ach, scheiße, muss ich auch wirklich. So. Normalerweise müsste ich jetzt die Scheiben ausbauen, aber die mache ich in diesem Fall nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Die passen ja auch nur wirklich in diesen Solido rein. Und da lohnt sich der Aufwand jetzt nicht, die auszubauen. Da wird das hier halt mit der Rohkorosse verkauft. Ja, echt jetzt? Mann! Haben die echt da so viel Kleber reingeknallt, ey. Mhm. Ja, so viel Kleber da drin. Normalerweise gehen die voll leicht ab, die Scheinwerfer. Da ist eigentlich nur so ein Tropfen Kleber drin. Aber in diesem Modell ist da ein bisschen mehr wie nur ein Tropfen. Ärgerlich. Alternative von diesem Modell habt ihr ja natürlich von Otto. Kostet aber ganz viel mehr. So, zerlegt. Bis auf den Kühlergrill hat er sich eigentlich ziemlich einfach zerlegen lassen. So, Windschutzscheibe lasse ich ja wie gesagt dran. Mit der Rohkorosse, weil die wird meistens in dieser Kombination gekauft. Und dann lasse ich das jetzt auch so. Habe ich Arbeit gespart. Und derjenige, der das braucht, freut sich auch darüber, hat sich auch Arbeit gespart. So, das war's. Es folgen sogar noch 2 Golfs. Also, ihr habt echt was zum Gucken heute. So, ich muss mich mal ein bisschen sputen. Wir haben schon kurz vor 3 Uhr nachts. Und ich wollte eigentlich gar nicht so lange hier arbeiten. Aber irgendwie ist die Lage wieder hier so eskaliert mit dem Zerlegen und Fotografieren. Hier haben wir jetzt den BMW M5, BMW E60 M5 von Maestro. Der ist, wie man sieht, schon extrem stark verbastelt, ne? Überall Radläufer ausgeschnitten. Und Stoßstangen fehlen, Spiegel fehlen. Also hier, der wurde schon richtig geplündert. Rücklichter fehlen, Scheinwerfer fehlen. Also meine Ausbeute hier fällt auch sehr gering aus. Aber ich bin ja kein Mensch, der ein Modellauto einfach so in den Müll werfen kann. Und deswegen baue ich das jetzt hier alles mal aus. Gibt natürlich einige Modellautos, die sind so versaut. Also schlecht umlackiert, alles bemalt und alles so starke Gebrauchsspuren. Die Modellautos vernichte ich. Oh nein! Die vernichte ich dann meistens immer so ein Vernichtungsvideo. Dann lasse ich irgendeinen LKW drüber fahren oder irgendeinen Oldtimer. Irgendwas. Und dann gebe ich den Modellautos halt den Gnadenstoß. Da sind also Teile, die ich auch nicht mal verwerten kann, weil die schon vom Chrom her sehr schlecht sind. Oder weil die einfach zu starke Gebrauchsspuren haben. So. Ja, die Rohkorosse geht hier in den Altmetall. Weil die ist nämlich hier vorne alles zersägt worden. Türgriffe gehen nicht mehr raus, Innenspiegel fehlt auch. Seht ihr? Hier wurde die Stoßstange abgeflext. Hat man wahrscheinlich für ein anderes Projekt gebraucht. Emblem ist nur ein Sticker. Das war's. Er geht in den Schrott, das geht online. Und mal ausnahmsweise mal ein kurzes Video. Was wäre ein Schlachtfest ohne einen Golf, ne? Ey. Golf 1 GTI von Norev hat jetzt hier Platz gefunden. Ich habe schon die letzten, die ich von so einem Schlachtfest zerlegt habe. Diesen Golf-Schlachtfest, die ich damals hatte, von 1 bis 6. Ist auch schon wieder fast komplett ausverkauft. So.
Und deswegen ist wieder hier ein Golf 1 und Golf 2 GTI, glaube ich, kommt auch noch. Das ist auch schon. Hat sich auch schon Platz gefunden. Hier hat einer den Spiegel schon vorbestellt. So. Gerettet, extra für dich. Ich weiß, dass du zuguckst. Ja, Sekunde, ich muss jetzt noch die Stoßstange noch abmachen. Ich habe schon so viele Golf 1 zerlegt, ey. Und die sind immer so schnell ausverkauft. So, jetzt kann ich anfangen. Der Unterboden bleibt wieder als Ganzes, wie bei den letzten paar Male vom Golf 1. Die Nachfrage nach kompletten Unterboden sind sehr hoch, weil viele Golf 1 werden ja verbastelt und dann kriegen die Achsen zersägt und andere Scheißfelgen oder so drauf. Na, okay, das sind jetzt nicht so Top-Felgen, aber viele Leute zersägen die Dinge ja förmlich. Und dann gibt es halt Leute, die halt die wieder in Originalzustand zurückbringen wollen. Oder mit anderen GTI-Felgen versetzen. Und dann brauchen die halt intakte Felgen, Achsen. So. Hinten. Alter, wieso komme ich an die Schraube nicht dran? Da ist. Komm, 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 komm. Ich will auch mal schnell fertig werden. Aha. Schlacker. Armaturenbrett fällt auseinander. So, wie gesagt, wer ein ausführliches Video von diesem Modell gucken will, der muss halt bei den alten Videos gucken. Da müsste eigentlich Silber, Weiß, Rot, keine Ahnung. Oh, Gurte. Müsste alles vertreten sein an Videos. Also ich hatte den Golf 1 schon. Und ich habe ein Golf Spezial Schlachtfest gehabt. Könnt ihr auch mal angucken. Wie gesagt, da wurde von Golf 1 bis 6 alles zerlegt. Einen Zug durch. Blöde Armaturenbrett steht im Weg. Türe 2. Oh nein, Scharnier. So, jetzt müsste das Armaturenbrett rauskommen. Oh, da hängt die Schraube noch, ey. So. Ne. Muss aufgedremelt werden. Ja, ich beeile mich hier gerade. Das dauert wieder alles viel zu lange.
Ah, verdammt. Aber nicht schlimm, der Himmel ist jetzt sowieso nicht so sonderlich gefragt. Ach, scheiße. Sekunde. Da muss man ein bisschen an der Heckscheibe rumdremeln. Dann noch die Scheinwerfer raus. Und die Rücklichter. Ja, so. So, Finale. Oh. No. Ich wollte schon das Superjet ausbauen. So. Tankdeckel ist hier nur bemalt. Fertig. 7 Minuten noch was, ey. Pff, geht doch, ne? So, und weiter geht das fröhliche Schlachten mitten in der Nacht. Wir haben jetzt Ortszeit 3:12 Uhr. Also richtig früh also spät in der Nacht, früh in der Nacht, wie man sieht. Für mich ist es morgens. 3 Uhr morgens. Viele von euch schlafen noch und träumen von Modellautos. Und ich bin hier am Rumwursteln. So, dieser Morgen Aero 8 von Maestro. Wurde ein bisschen veredelt. Man hat hier einen Teppich reingefügt und die Sitze angemalt. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Das ist ganz gut geworden. Besser wie einige Produktionen aus Bangladesch. Oder ganz billige Produktionen aus China. Auch das Armaturenbrett wurde auch bemalt. Aber auch relativ gut bemalt. Ne? Also aber er wehrt sich gerade für seine Zerlegung. Jetzt kommt er. Tür. Preislich ist das Modellauto im unteren Segment unterwegs, aber auch leider nicht so extremst beliebt, weil kaum ein, da war knapp an der Hand vorbei, weil kaum ein Mensch das Auto eigentlich kennt. Seht ihr? Armaturenbrett bemalt. Aber gut, also hab Schlechteres gesehen. Ja, der Morgen Aero ist jetzt nicht so ein prominentes Auto. Man sieht ihn auch fast gar nicht auf der Straße. So diese alten Replika-Neuauflagen von diesem Aero Morgen, die sieht man ja schon öfters mal rumfahren, ne? Hier, die nicht so geil aussehen wie der hier. Der sieht schon krass aus, ne? Der sieht auch ein bisschen, als hätte er so einen dummen Blick drauf, aber irgendwie sieht das cool aus. Das Modell hier ist fast baugleich mit dem von Burago. Minimale Unterschiede. Wirklich minimale Unterschiede. Rein theoretisch gesehen kann man auch wirklich die Teile von dem Maestro auch bei dem Burago einbauen und so weiter und so weiter. Das geht.
Normalerweise hätte er ein eigenes Video verdient, aber der war ja schon teilzerlegt. Also die Felgen und so haben schon gefehlt und deswegen lohnt sich das jetzt für mich hier nicht mehr ein ganzes Video draus zu machen. Guck, ich bin auch schon fast fertig. Der geht nämlich hier gleich in die Schrottpresse. Na komm. Geht doch. Na komm jetzt, ey. Geht doch. So, das geht in den Schrott, das geht online und ausnahmsweise mal ein kurzes Video wieder, ey. So, bis gleich. So, ja, haben den Lancia Delta jetzt hier auf der Schlachtbank. Der hat einen schweren Transportschaden hingelegt. Hier ist fast alles Fratze und ich muss Gott sei Dank nicht mehr so viel Rücksicht nehmen auf die Karosse. Kratzer, Windschutzscheibe ist kaputt, Heckscheibenwischer. Okay, hat er keinen gehabt. Scheibenwischer fehlen, alle drei Räder sind abgebrochen, Unterboden defekt, Schmutzfänger defekt. Also der hat hier einen schweren Transportschaden hingelegt. Und da ich ja von dem Modell auch schon ein paar Videos habe, werde ich von dem natürlich nur ein Schlachtfest-Video machen. Weil wie oft soll ich denn noch davon ein Video machen, ne? So, der Unterboden ist leider Fratze, der geht gleich direkt ins Restekiste. In letzter Zeit kommen viele von diesen Sunstars, wo die sich von der Bodenplatte sich gelöst haben und in der Verpackung Rotation gemacht haben. Ich habe hier insgesamt, glaube ich, 5 Stück oder so. Alle mit dem gleichen Schaden. Na komm schon. Oi, oi, oi. Aha. So, irgendwo hängt er. Coole Innenausstattung, ne? Ah, da ist ein Scheibenwischer. Oh Scheiße, da ist ja auch noch eine Schraube. Boah, hab ich fast vergessen, ey. Gott sei Dank noch am Widerstand gemerkt, dass da noch eine Schraube ist. Da. Unter dem Überrollbügel und da auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Komisch, ne? Das haben sie 100 Mal festgemacht, die Innenausstattung, aber den Unterboden nicht. Mein Lenkrad ist auch abgebrochen. Spiegel ist auch ab. Meine Güte, ey. Der hat hier echt... Der ist verdient, jetzt hier geschlachtet zu werden. Die Rohkarosse darf aber noch weiterleben. Die wird dann als B-Ware oder so angeboten. Vergünstigt. Weil viele bauen aus diesen Autos dann halt Straßenversionen wieder und so alles und tunen die und. Kann man ja machen. So. Komm schon. Wert des Modells ist im mittleren Segment. Das heißt so zwischen 30 und 70 Euro, je nachdem welcher Zustand und welches Rennen und so. Monte Carlo ist natürlich das beliebteste von allen. Und diese dreckigen Varianten, ne, also wo die mit Staub drauf sind, die sind auch sehr beliebt.
Straßenversionen sind ein bisschen günstiger. Aber auch nicht sehr viel günstiger. Also eigentlich bewegen die sich fast gleich auf. Aber so eine Straßenversion kriegt man öfters halt günstiger als die Rallye-Version, wobei von der Rallye-Version auch unzählige andere Hersteller mitgespielt haben. Ne? Solido, Ixo. Ich überlege gerade, da gibt es voll viel eigentlich. AutoArt hat ja auch noch welche rausgebracht. Mini-Champs glaube ich inzwischen auch. Otto hat auch welche rausgebracht. Also es mangelt nicht an Lancia Deltas auf dem Markt, sagen wir mal so. Ja, von billig bis teuer habt ihr alles dabei. Wobei Solido natürlich jetzt mittleren Bereich unterwegs ist. Ne? Also die sind qualitativ schon nicht schlecht. Besser wie so ein Ixo oder ein Solido. Aber halt nicht so geil wie so ein AutoArt. Ne? So, wir sind auch schon fast fertig. Aber der Rest ist ja alles Schrott leider. Windschutzscheibe ist Schrott, aber Heckscheibe und Seitenscheibe geht noch. Ja, die Windschutzscheibe ist ja eh Schrott. Einen fetten Sprung drin. Da muss ich jetzt keine Rücksicht nehmen. So, das war's. Delta ist zerlegt. Schönes Modellauto für einen relativ fairen Kurs. Ein paar Teile konnte ich Gott sei Dank noch retten von dem Wrack. Und die Rohkarosse geht nicht in die Schrottpresse. Aber mal gucken. Jetzt gibt es noch viel Arbeit auf mich. So, Finale rückt immer näher und näher. Wir haben das vorletzte Modell jetzt hier. Geht. Das ist nur der Pin. Phew. Das ist der Golf 2 GTI von Norev. Auch ein Evergreen bei mir. Und ich könnte jeden Tag eins zerlegen und am nächsten Tag wäre er wieder ausverkauft. Ja. Extrem beliebtes Modellauto in Teilen. Felgen sind auch schon reserviert. Die gehen nach Belgien. Da wartet auch schon einer sehnsüchtig darauf. So. Wenn man sich jetzt wundert, warum ich nicht ausführlich über dieses Auto rede, hat er auch einen ganz einfachen Grund. Ich habe schon so viele davon zerlegt. In allen Farben habe ich den schon zerlegt und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich noch sagen soll dazu. Deswegen mal eine schnelle Runde hier. Ich hoffe mal eine schnelle Runde. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, kleiner Spoiler für die nächste Schlachtnacht, Schlachtfest, es wird wieder einen Golf 2 geben. Der steht nämlich schon wieder bereit da hinten. Ah, ey. So. Schön, ne? Der Motor geht ganz gut. Gurte, Karo-Muster, alles vorhanden. Sehr gut. Teile sind natürlich extremst gefragt bei dem Modell. Sehr, sehr, sehr gefragt.
Deswegen zerlege ich auch so viele von denen. Wenn ihr euch fragt, warum ich dieses Modellauto zerlege, da hat er eigentlich gar nichts. Der hat auch nichts. Der ist Neuware. Aber ich verdiene an den Ersatzteilen mehr Geld als an das ganze Modell. Und deswegen werden diese Modelle auch immer zerlegt. Und die Sache ist ja so, ne? Die Leute kaufen ja nicht nur Golf 2 Teile. Ne? Die kaufen dann ja auch noch von anderen Modellen noch Teile und hier noch vielleicht auch Modellauto. Und so verdiene ich halt mein Geld, ne? Das ist wie mit der Tankstelle. Die Tankstelle verdient ja auch nicht nur an den Sprit, sondern auch an den Sachen, was die so verkaufen, ne? So ähnlich ist es bei mir auch. Nur halt, ich halt hauptsächlich eigentlich mit den Verkauf und Ersatzteilen Geld verdiene. Aber wie halt dieses Zwischengeschäft, das dann noch weiter noch passiert, das ist auch sehr lukrativ für mich. Und deswegen so mache ich den ganzen Scheiß ja auch. Guck, wir sind auch schon fast fertig. Da hätte ich mal vorhin die Antenne mal lieber von innen ausgedrückt, ey. Wie viel haben wir denn jetzt? 3:35 Uhr in der Nacht oder in den Morgen, wie man es sieht. Na, wenn ihr das Video seht, das ist bestimmt abends oder mittags. Weil ich muss das Video noch gleich noch bearbeiten. Aus den vielen kleinen Schnipsel ein großes Video machen. Und wenn ihr am Frühstücken seid oder was auch, na wohl, bis das Video online ist, könnte mittags sein. So, wir sind auch schon fertig. Ich mache jetzt gerade noch die Rücklichter ab. Und das hübsche fertig. Zack, erledigt. Nichts mehr dran, blanke Nase. Und das in 4 Minuten 25. Das ging auch normalerweise auch schneller, hätte ich nicht so viel gelabert dabei. So, vorletztes Modell ist der Ford Transit. Also letztes Modell ist der Transit. Also freut euch auf ein schönes Highlight-Modell. Und ja, viel Spaß beim Weitergucken. So, es geht weiter. Das letzte Modell für dieses Schlachtfest. Und hier haben wir ein richtiges Wrack. Das komplette Dach ist beschädigt. Hier ist ein Bruch drin. Kratzer, Spiegel abgebrochen. Das Dachgepäckträger, was der hinten drauf hatte, ist abgebrochen. Also da war eigentlich nur Fragmente quasi von dem da. So, Moment. Ich muss noch mal ein paar Teile rausholen. Die habe ich nämlich aus der Verpackung noch retten können. Unter anderem einen halben Spiegel. So, schönes Modell, auch ein teures und sehr beliebtes Modellauto von Xo. Die Nachfrage nach Ersatzteilen ist ungemein hoch. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich habe ja dieses Modellauto schon mal zerlegt. Da war da ein bisschen besseren Zustand. Der ist jetzt ein richtiges Wrack. Ja, also da ist jetzt wirklich nicht mehr viel zu holen. So, dann fangen wir mal direkt mal an zu zerlegen. Sonst wird das hier noch ewig gehen. Guck mal, hier Unterboden ist herausgebrochen. Obwohl die den eigentlich sicher verpackt haben. Der war eigentlich richtig sicher. Boah, der ganze Unterboden ist Schrott. Hier, durchgebrochen. Seht ihr das? Da ist ein Loch. Ah, scheiße alles. Die haben den eigentlich ziemlich sicher gemacht. Die haben hier so Transportbänder hier einmal durch die Karosse gezogen. Sehr aufwendig. Und dann die Verpackung in sich ist ja auch nochmal komplett eingefasst, das Modell. Und trotzdem hat er sich noch gelöst. Entweder hat das Ding einen hohen Seegang gehabt. Oder halt Materialqualität ist nie so toll. Also das Material vom Kunststoff halt, ne?
Oh, scheiße. Na komm, na komm, na komm, na komm. Dann sind sie Abstieg. Weil der Unterboden ist Schrott. Da geht die Restekiste. Guck mal, das ganze Radkasten ist rausgebrochen. Oh, da steckt der ganze Radkasten noch. Ja, genauso wie beim echten, ne? Nicht wirklich viel. Ja, und das muss ich dremmeln. Bauen wir jetzt noch die Scheinwerfer aus. Und dann geht's an die Scheiben. So. Linkslenker. Ist noch nicht mal so lange her, dass ich einen zerlegt habe. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich das Video auch relativ schnell finden. Von den letzten, die ich zerlegt habe. Ein Griff. Gebt einfach im Suchen ein Ford Transit XO 1:18 zerlegen und bewerten oder irgendwie sowas. Dann kommt ja eigentlich automatisch zu meinem Video. So viele Transits habe ich ja nicht zerlegt. Ich habe ja einmal, obwohl doch schon 2, 3 Stück schon zerlegt eigentlich. Unter anderem auch diesen China Transit. Alter. Stoßstange. Noch eine Stoßstange. So. Die anderen Türgriffe. Gott sei Dank kann man die schön von innen rausdrücken. Ich kenne das bei einigen XO-Modellen, ist das nicht so schön von innen rauszudrücken. Da komm schon. Hey, mal widerspenstiges. Richtiges widerspenstiges Ersatzteil gewesen, ey. Ich bin immer noch an den Türgriffen dran, wenn ihr euch fragt, was ich da mache. Einen noch. Und dann kommt der Dremel. Für die Scheiben. Das ist nochmal gut, die Türgriffe.
So. Geht doch. So, die Scheiben. Ui. Hat es überlebt. Nee, hat es nicht überlebt. Toll. So, die Rücklichter noch. Krank, ey, schon 10 Minuten geworden das Video. Da habe ich gedacht, weil das Modellauto schon so zerstört ist, wird das ein schnelles Video, ey. Bin ich naiv, ey. So, ein Rücklicht. So, das war's. Erfolgreich zerlegt worden. Trotz schweren Gegenwehr. Ne? Das war's. Das Schlachtfest ist vorbei. 13 Modelle haben ihr Zeitliches gesegnet. Ich hoffe, die Teile werden andere Modellautos retten. Ja, danke fürs Zugucken, danke fürs Ausdauern. Lasst ein Abo da und erfreut euch über viele interessante Videos rund um Modelldealer 24 und der Welt des Modellautoschrottplatzes. Ne? Ist mal was anderes. Also immer nur mit weißen Handschuhen Modellautos aufmachen und zumachen. Unboxing und wie die das Scheiß nennen, Alter, was juckt mich das? Dieses Scheiß Unboxing. Ne? Hier kriegt ihr wirklich zu sehen, was ihr vorher Geld bekommt. Hier wird ein Modellauto zerlegt, aufgemacht. Wenn Teile werden in die Kamera gehalten, hier so wie die Felgen, so bam, hier, geil, nicht gut. Dann sage ich euch über die Wertentwicklung. Also weitaus interessanter als diese doofen Unboxing-Video. Das sind so total bescheuert, ich ignoriere die immer. Weil es mir einfach so doof ist, wenn einer mit den weißen Handschuhen da rumspielt, ey. Gefällt mir nicht. Ist nicht meine Welt. Das ist schon interessanter, das Zerlegen. Und so zeige ich euch auch, worauf ihr achten müsst, worauf, was bei mir so schief läuft. Und dass ihr damit nicht die gleichen Fehler macht. Ne? Ja, und das ist wahrscheinlich mein 1 Millionstes Modellauto schon. So, danke fürs Zugucken.
bleibt mir treu, lasst ein Abo da, Kommentar, Like, wie auch immer. Ciao, Freunde. Gute Nacht.